Im Dezember 1941 brachte Joseph Patrick Kennedy seine Tochter in eine Klinik. Sie hieß Rosemary. Sie war 23 Jahre alt. Sie war das dritte Kind der Kennedys nach Joe Jr. und John und sie war in ihrem Leben nie das gewesen, was ihr Vater sich von seinen Kindern vorstellte. Rosemary war geistig beeinträchtigt. Wahrscheinlich begann alles schon bei ihrer Geburt, als sich die Entbindung verzögerte und ihrem Gehirn für kurze Zeit Sauerstoff fehlte. Was heute mit Förderung und Therapie begleitet würde, galt in einer Familie wie den Kennedys damals als Schwäche. Und Schwäche hatte in dieser Familie keinen Platz. Die Eltern schickten Rosemary auf Privatschulen. Sie versuchten, sie an das gesellschaftliche Leben heranzuführen. Sogar dem britischen König George VI. Und Königin Elizabeth wurde sie vorgestellt. Nach außen sollte alles normal wirken. Hinter verschlossenen Türen ließ sich das jedoch immer weniger verbergen. Rosemary hatte Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben. Ihre Stimmung schwankte. Manchmal wurde sie unberechenbar. Und mit jedem Jahr fiel es ihrem Vater schwerer, die Fassade aufrechtzuerhalten. Im Dezember 1941 traf Joseph Kennedy eine Entscheidung, von der seine Frau nichts wusste. Seine anderen Kinder wussten ebenfalls nichts. Zusammen mit 2 Ärzten ließ er in einem Krankenhaus in Washington an Rosemary einen chirurgischen Eingriff durchführen, der damals als Lobotomie bekannt war. Die Operation dauerte nur 20 Minuten. Die Ärzte führten einen medizinischen Eingriff im Gehirnbereich durch, der auf bestimmte Reaktionen von Rosemary abgestimmt war. Der Eingriff wurde beendet, als ihre Äußerungen aufhörten. Für die Ärzte war das Signal, den Eingriff zu beenden. Rosemary wurde danach in eine psychiatrische Einrichtung in Wisconsin gebracht, St. Coletta, wo sie die nächsten 60 Jahre ihres Lebens verbringen würde. Sie konnte nicht mehr sprechen, sie konnte nicht mehr gehen. Sie war geistig auf dem Niveau eines Kleinkindes. Die Familie sagte, wenn jemand fragte, sie lebe zurückgezogen. Rosemary Kennedy starb 2005. Sie war 85 Jahre alt. Die meisten Amerikaner wussten nicht, dass sie existiert hatte. Wenn man heute an die Kennedys denkt, denken die meisten an Dallas, an Attentate, an Flugzeugabstürze, an Skandale. Aber keine dieser Geschichten ist der Anfang. Der Anfang heißt Rosemary. Wer verstehen will, was die Kennedy-Dynastie wirklich war, muss bei der Person beginnen, die ihre eigene Familie jahrzehntelang aus der öffentlichen Erinnerung verschwinden ließ. Und bei dem Mann, der diese Entscheidung traf. Joseph Patrick Kennedy wurde 1888 in Boston geboren, in East Boston, einem Arbeiterviertel, in dem irische Einwanderer und ihre Nachfahren in einem Amerika lebten, das für sie keinen roten Teppich ausgerollt hatte. Die alten Yankee-Familien Bostons, die Lowells, die Cabots, die Brahmin-Aristokratie Neuenglanz blickten auf die Iren herab. Die gesellschaftlichen Clubs, die Banken, die Universitäten der protestantischen Elite waren für Männer wie Joseph Kennedy nicht offen. No Irish Need Apply, keine Iren erwünscht, stand noch im frühen 20. Jahrhundert in manchen Stellenanzeigen. Joseph Kennedy war Ire, er war Katholik. Für die alte Elite reichte das, um Außenseiter zu bleiben. Früh fasste er einen Entschluss, nicht durch Anpassung, durch Überlegenheit. Mit 29 Jahren wurde er Bankdirektor, der jüngste in Massachusetts, behauptete er. Er machte Geld in der Filmindustrie und nebenbei in Liaisonverhältnissen mit Schauspielerinnen, über die die Gerüchteküche Hollywood jahrzehntelang beschäftigte. Er machte Geld an der Börse, bevor die Regeln für Insiderhandel existierten. Er soll selbst gesagt haben, dass er aufhörte zu spekulieren, als ein Schuhputzer ihm Börsentipps gab. Wenn der Schuhputzer Aktien kaufte, war das Signal zu verkaufen. Er machte Geld im Alkohol. Legal nach der Prohibition als Importeur britischer Whiskys, möglicherweise auch während der Prohibition als Schmuggler, obwohl das nie gerichtlich festgestellt wurde. Er heiratete Rose Fitzgerald, die Tochter des Bürgermeisters von Boston, ein Akt politischer und gesellschaftlicher Allianz, der seine Position in Boston sofort festigte. Er häufte ein Vermögen an und gewann Zugang zu den höchsten Kreisen. Doch all das war nur Mittel zum Zweck, denn das eigentliche Projekt war größer als jedes Geschäft, das er je abgeschlossen hatte. Joseph Kennedy entwarf einen Plan, der in seiner Idee erstaunlich einfach war und in seinen Folgen nahezu grenzenlos. Joseph Kennedy ging es nie nur um Einfluss. Einfluss genügte ihm nicht. Er wollte, dass die Kennedys Amerika regierten. Er wollte einen Präsidenten Kennedy und wenn möglich mehrere. Joe Jr. als Präsidenten, dann Jack, dann vielleicht Bobby. Die Kennedys als dauerhaftes Gegenstück zu den Roosevelts, als Gegenstück zu den alten Dynastien, die Amerika regiert hatten, ohne jemals zu fragen, was irische Katholiken davon hielten. Das war in den 1930er Jahren, in einer Zeit, in der kein Katholik je Präsident der Vereinigten Staaten geworden war, kein bescheidenes Ziel. Joseph Kennedy verfolgte dieses Ziel mit einer Konsequenz, die seine Freunde beeindruckte und seine Gegner fürchteten. Sein Vermögen wurde zum Hebel. Seine Kontakte öffneten Türen. Und seine Kinder wurden Teil dieses Plans. Das Wort Instrumente klingt hart, aber es ist das Wort, das mehrere Kennedy-Biografen gewählt haben, nachdem sie jahrzehntelang Quellen ausgewertet hatten.
Joseph Kennedy liebte seine Kinder. Das ist nicht in Frage gestellt. Aber er liebte sie, wie ein General seine besten Soldaten liebt, mit echtem Stolz, mit echter Zuneigung und gleichzeitig mit der Bereitschaft, sie in das Feuer zu schicken, wenn der Plan es erforderte. Doch damit endet die Geschichte noch nicht. Er hatte 9 Kinder. Joseph Jr., dann John, dann Rosemary, dann Kathleen, dann Eunice, dann Patricia, dann Robert, dann John, dann Edward, Ted, 9 Kinder. Für jedes von ihnen hatte Joseph Kennedy längst entschieden, welche Rolle es einmal spielen sollte. Keines von ihnen wuchs einfach nur auf. Sie wurden auf Aufgaben vorbereitet. Mittagessen in Hyannisport waren keine Familienessen. Sie waren politische Debatten. Fehler galten als Warnsignal, Schwäche als Risiko. Jack Kennedy sagte einmal zu einem Freund: In unserer Familie war Zweiter zu werden dasselbe wie Letzter. Wenn euch historische Geschichten interessieren, bei denen hinter bekannten Namen weit mehr steckt, als man auf den ersten Blick vermutet, dann abonniert den Kanal. Hier erzählen wir genau diese Geschichten. Joe Jr. sollte Präsident werden. Das war keine Hoffnung, sondern ein langfristiger Plan, den Joseph Kennedy mit der Präzision eines Generalstabschefs verfolgte. Der Erstgeborene, der Starke, der Charismatische, auf ihn baute der Vater seinen gesamten politischen Ehrgeiz auf. John Jack war der Zweite, der Schreiberling, der Bücher schrieb und krank war. Der Jüngere, der in der Schule immer im Schatten des Älteren gestanden hatte. Sein Vater hatte ihn nie als ernsthaften politischen Kandidaten betrachtet. Dann geschah etwas, das Joseph Kennedys gesamten Plan innerhalb weniger Sekunden zerstörte. Am 12. August 1944 starb Joseph Kennedy Jr. Er war Marinepilot, stationiert in England. Er flog eine besonders gefährliche Mission, Projekt Anvil, eine Operation, bei der ein mit Sprengstoff beladenes Flugzeug in einem frühen Experiment mit unbemannter Steuerung auf deutsche Ziele gelenkt werden sollte. Der Pilot sollte aussteigen, bevor das Flugzeug sein Ziel erreichte. Das Flugzeug explodierte kurz nach dem Start, noch über England. Joe Jr. war 28 Jahre alt. In Hyannisport saß Joseph Kennedy auf der Terrasse seines Sommerhauses, als ein Wagen mit Militäroffizieren die Auffahrt hinauffuhr. Er sah sie schon von weitem. Noch bevor sie klingeln konnten, stand er auf und ging ihnen entgegen. Er öffnete die Tür, bevor sie anklopfen konnten. Dann schloss er sich in seinem Zimmer ein. Er blieb dort, allein für Stunden. Und dann rief er seinen zweiten Sohn. Niemand weiß, was Joseph Kennedy und sein zweiter Sohn in den Stunden nach Joe Jrs. Tod miteinander besprachen. Es gibt kein Protokoll, keine Zeugen und keine Erinnerung daran. Überliefert ist nur, was danach geschah. Jack Kennedy, der kränkliche Sohn, der Schriftsteller, der Mann, für den dieser Weg nie vorgesehen gewesen war, übernahm den Platz seines Bruders. Nicht, weil es sein Traum gewesen wäre, sondern weil sein Vater keinen anderen Weg gelten ließ. Mit Joe Jrs Tod verlor die Familie nicht nur ihren wichtigsten Sohn. Plötzlich brauchte auch Joseph Kennedys Lebensplan einen neuen Träger. Und zum ersten Mal fiel dieser Blick auf John, den Sohn, auf den zuvor kaum jemand gesetzt hatte. Innerhalb eines Tages wurde aus der zweiten Wahl die wichtigste Hoffnung der Familie. Freunde beschrieben später keinen jungen Mann, der plötzlich vom Ehrgeiz gepackt worden wäre, sondern jemanden, der glaubte, keine Wahl mehr zu haben. Joe war tot, der Plan seines Vaters nicht. Wahrscheinlich lag darin Joseph Kennedys größte Stärke. Er musste John nie befehlen, den Weg seines Bruders zu gehen. Der Platz war einfach frei geworden. Und in einer Familie, in der jeder seit Jahren wusste, welche Rolle ihm zugedacht war, schien es unmöglich, ihn unbesetzt zu lassen. Bis heute streiten Historiker über eine Frage: Wollte John Kennedy diesen Weg wirklich selbst, oder lebte er den Traum seines Vaters weiter? Eindeutig beantworten lässt sich das nicht. Manche Weggefährten beschrieben Jack als politisch interessiert. Andere erinnerten sich vor allem an den Druck, unter dem er stand. Sein engster Freund Lem Billings brachte den Widerspruch später in einem einzigen Satz auf den Punkt. Jack wollte immer schreiben. Sein Vater wollte, dass er regiert. Doch es gab ein Problem, das die Öffentlichkeit niemals sehen sollte. John Kennedy war schwerer krank, als fast jeder Amerikaner ahnte. Er litt an der Addison-Krankheit, bestritt die Diagnose jedoch jahrelang öffentlich. Hinzu kamen chronische Rückenprobleme, die ihn zeitweise kaum gehen ließen. Schmerzmittel und Cortison gehörten längst zu seinem Alltag. Die Öffentlichkeit sah einen jungen, vitalen Mann in einem Badeanzug in Cape Cod. Die Wirklichkeit war komplizierter. Nur ein kleiner Kreis aus Ärzten, Mitarbeitern und engen Vertrauten wusste, wie angeschlagen John Kennedy tatsächlich war. Nach außen sah Amerika einen jungen Präsidenten, der segelte, Football spielte, lachte und den Aufbruch einer neuen Generation verkörperte. Hinter den Kulissen bestimmten Untersuchungen, Medikamente und Schmerzen seinen Alltag. Gerade dieser Widerspruch machte John Kennedy zu einer der komplexesten Figuren der amerikanischen Politik. Je stärker sein öffentliches Bild wurde, desto sorgfältiger musste alles verborgen werden, was nicht zu diesem Bild passte.
Es war dieselbe Logik, nach der in der Familie Kennedy schon lange zuvor Probleme nicht gelöst, sondern unsichtbar gemacht worden waren. Deshalb war Johns Krankheit weit mehr als ein medizinisches Detail. Sie war Teil eines Systems, in dem Schwäche niemals sichtbar werden durfte. Und über allem stand ein Vater, für den selbst Krankheit niemals ein Grund war, einen Plan aufzugeben. John Kennedy wurde 1960 mit 53% der Stimmen zum 35. Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt. Es war die knappste Präsidentschaftswahl der modernen amerikanischen Geschichte. Nixon und Kennedy lagen in der Wählerstimmenauszählung so nah beieinander, dass einzelne Bundesstaaten den Ausgang bestimmten. Bis heute ist unklar, warum John Kennedy diese Wahl gewann. War es sein Charisma? Seine Fernsehdebatten gegen Richard Nixon, in denen Millionen Amerikaner zum ersten Mal einen Präsidentschaftskandidaten nicht nur hörten, sondern sahen? War es das Vermögen seines Vaters, das in entscheidenden Bundesstaaten den Wahlkampf finanzierte? Oder gab es noch einen weiteren Grund? Ein Gerücht, das nie bewiesen wurde, nie vollständig verschwand und Historiker bis heute beschäftigt, dass Joseph Kennedy Verbindungen zur organisierten Kriminalität genutzt haben könnte, um in Illinois Stimmen zu sichern. Sollte dieses Gerücht stimmen, hätte John Kennedy sein Amt nicht nur einem Wahlsieg zu verdanken gehabt, sondern auch Menschen, die ihre Gefälligkeiten niemals vergaßen. John Kennedy trat am 20. Januar 1961 sein Amt an. Er war 43 Jahre alt, der jüngste gewählte Präsident in der Geschichte der USA und der erste Katholik. Beides machte seine Wahl historisch. Amerika bekam den jüngsten gewählten Präsidenten seiner Geschichte. Und zum ersten Mal zog ein Katholik ins Weiße Haus ein. Ausgerechnet die beiden Eigenschaften, die Joseph Kennedy jahrzehntelang als Hindernisse erlebt hatte, waren nun zu einem politischen Vorteil geworden. Was er in seiner Antrittsrede sagte, wurde in alle Sprachen übersetzt und in Schulbücher aufgenommen. Er sagte: Frage nicht, was dein Land für dich tun kann, frage, was du für dein Land tun kannst. Ob John Kennedy diesen Satz vollständig glaubte oder ob er zugleich das politische Kalkül dahinter verstand, darüber streiten Historiker bis heute. Wahrscheinlich traf beides zu. Nach außen schien Joseph Kennedys Plan aufzugehen. John führte die Vereinigten Staaten durch die Kuba-Krise, jene 13 Tage im Oktober 1962, in denen die Welt so nah an einem Atomkrieg war wie nie zuvor. Er begann sich öffentlich für Bürgerrechte einzusetzen. Doch während sein politisches Ansehen wuchs, entstand hinter den Kulissen ein völlig anderes Bild. Immer wieder wurden neue Namen genannt: Marilyn Monroe, Judith Exner und viele weitere Frauen, über deren Beziehungen bis heute spekuliert wird. Was Joseph Kennedy darüber dachte, wissen wir nicht. Doch ausgerechnet er hätte seinem Sohn kaum Vorträge über Treue halten können. Dann kam der Tag, der nicht nur eine Präsidentschaft beendete, sondern einen Mythos erschuf. Am 22. November 1963 wurde John F. Kennedy in Dallas, Texas ermordet. Es war 12:30 Uhr mittags, Ortszeit. Er saß in einem offenen Wagen, einer Lincoln Continental Limousine, durch die Dealey Plaza. Es war sonnig, die Menge jubelte. Dann fielen Schüsse. Kennedy sackte in seinem Sitz zusammen. Seine Frau Jacqueline kniete sich über ihn. Das Auto beschleunigte. Er starb um 13 Uhr im Parkland Memorial Hospital. In Washington schrieb Lyndon Johnson die Eidesformel auf einem Zettel an Bord der Air Force One. Jacqueline Kennedy stand neben ihm, noch im rosa Kostüm, das blutbefleckt war. Sie wusch es nicht. Sie wollte, dass die Welt sah, was passiert war. In Hyannisport, Massachusetts, saß Joseph Kennedy vor dem Fernseher. Seit einem schweren Schlaganfall im Sommer 1961 konnte er kaum noch sprechen. Manchmal brachte er einzelne Worte hervor, manchmal nur einen Laut. Er saß im Rollstuhl und sah die Bilder aus Dallas. Auf dem Bildschirm liefen immer wieder dieselben Bilder. Der Konvoi, der Moment, das Rosa. Niemand hat je berichtet, wie Joseph Kennedy in diesem Moment reagierte. Und was ihm durch den Kopf ging, konnte er der Welt nie mehr erzählen. Es gibt kaum Worte für das, was Joseph Kennedy in diesem Moment verloren hatte. Er hatte Jahrzehnte damit verbracht, aus seiner Familie eine Dynastie zu formen. Nun sah er im Fernsehen zu, wie der wichtigste Teil dieses Plans in einem offenen Wagen in Dallas starb. Vielleicht habt ihr euch in diesem Moment dieselbe Frage gestellt wie ich. Glaubt ihr, dass Joseph Kennedy in diesen Minuten zum ersten Mal bereute, welchen Preis seine Familie für seinen Traum bezahlt hatte? Joseph Kennedy lebte noch fast 6 Jahre. Sprechen konnte er kaum noch. Und alles, was mit seiner Familie geschah, musste er miterleben. Und das Schlimmste stand ihm noch bevor. 1968 verlor er auch Robert. Doch bevor Robert Kennedy die Bühne betritt, fehlt noch ein Name. Einer, über den heute kaum jemand spricht. Kathleen Kennedy, von ihrer Familie nur Kick genannt, war bereits 1948 bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Sie war erst 28 Jahre alt. Kathleen hatte einen protestantischen britischen Adligen geheiratet, was Joseph Kennedy öffentlich missbilligte und Rose Kennedy tief verletzte. Sie hatte England geliebt.
Sie war dort geblieben, auch als ihre Familie zurück in die USA gegangen war. Als sie starb, war ihr Vater der Erste in ihrer Familie, der von dem Absturz erfuhr. Er sagte es ihrer Mutter nicht sofort. Kathleen wurde in England begraben. Für Jahrzehnte erwähnte die Familie sie kaum. Es gab keine Straße, kein Institut, keine Erinnerungsstiftung, die ihren Namen trug. Nicht so, wie es für Joe Jr. und Jack und Bobby entstehen würde. Kathleen war die erste Kennedy, deren Leben viel zu früh endete. Sie sollte nicht die letzte bleiben. Und Kathleen blieb kein Einzelfall. In den Jahrzehnten danach folgten weitere Namen. Joe Jr., John, Robert, später David, Michael und schließlich John F. Kennedy Jr. Attentate, Flugzeugabstürze, Überdosen, Unfälle. Mit jedem neuen Verlust wurde die Liste länger. Die Zeitungen nannten es den Kennedy-Fluch. Psychologen kamen zu einem anderen Schluss. Vielleicht war es nie ein Fluch. Vielleicht war es eine Familienkultur, in der Mut bewundert und Vorsicht oft als Schwäche galt. Eine Kultur, die außergewöhnliche Menschen hervorbrachte und außergewöhnliche Risiken. Trotzdem machte die Familie weiter. Robert Kennedy griff nach dem höchsten Amt des Landes. Ted Kennedy sollte Jahre später dasselbe versuchen. Joseph Kennedys Idee war längst größer geworden als der Mann selbst. Und bevor sie endgültig zerbrechen konnte, sollte sie noch einen weiteren ihrer Söhne kosten. In der Nacht vom 4. auf den 5. Juni 1968 hielt Robert Kennedy eine Siegesrede. Er hatte die kalifornische Vorwahl gewonnen. Lyndon Johnson verzichtete auf eine erneute Kandidatur. Der Weg ins Weiße Haus schien plötzlich offen. Robert Kennedy stand auf der Bühne des Ambassador Hotels in Los Angeles. Er war der jüngste der 3 verbliebenen Brüder, der ehemalige Justizminister und ein Mann, der sich nach Jahren der Trauer langsam zurück ins Leben gekämpft hatte. Die Menge jubelte. Er bedankte sich, machte einen Witz über seinen Hund und sagte, die nächste Station sei Chicago. Er trat durch eine Hintertür in die Hotelküche. Sirhan Sirhan, ein palästinensisch-jordanischer Einwanderer, feuerte aus nächster Nähe auf ihn. Robert Kennedy starb am 6. Juni 1968. Er war 42 Jahre alt. In Hyannisport saß Joseph Kennedy, jetzt fast vollständig gelähmt, kaum noch in der Lage zu kommunizieren, vor dem Fernsehgerät. Sein dritter Sohn, Robert Kennedy, gehörte zu den widersprüchlichsten Persönlichkeiten dieser Familie. Idealist, Machtpolitiker, Hoffnungsträger. Und für manche auch ein Mann voller Widersprüche. Als Justizminister machte Robert Kennedy die organisierte Kriminalität zu seinem wichtigsten Gegner. Mit einer Härte, die selbst viele Juristen für grenzwertig hielten. Jahrelang verfolgte er Jimmy Hoffa, den mächtigen Chef der Teamsters. Aus einem politischen Konflikt war längst eine persönliche Feindschaft geworden. Die eigentliche Ironie bemerkten damals nur die wenigsten. Robert Kennedy kämpfte möglicherweise gegen dieselben Netzwerke, auf die sein eigener Vater Jahre zuvor gesetzt haben könnte. Dieselbe Familie, 2 Generationen und ein völlig unterschiedliches Verständnis davon, wie Macht funktioniert. Nach Jacks Tod veränderte sich Robert Kennedy. Aus dem kompromisslosen Machtpolitiker wurde zunehmend eine moralische Stimme des Landes. Er besuchte schwarze Viertel in Indianapolis, nachdem Martin Luther King Jr. erschossen worden war, und bat die Menge zu schweigen und nach Hause zu gehen, ruhig, würdevoll, in einer Stadt, in der in dieser Nacht keine Unruhen ausbrachen, während andere amerikanische Städte brannten. Er suchte den Kontakt zu Menschen, die Washington sonst selten wahrnahm, zu Bürgerrechtlern, Farmarbeitern und armen Familien in Appalachia. Seine Politik begann sich immer weiter von den Vorstellungen seines Vaters zu entfernen. Ob Robert Kennedy Präsident geworden wäre, wird niemand je beantworten können. Die Antwort blieb auf dem Küchenboden des Ambassador Hotels zurück. Nur 13 Monate später erschütterte die nächste Tragödie die Familie. In der Nacht des 18. Juli 1969 verließ Edward Kennedy eine Party auf Chappaquiddick. Er hatte Alkohol getrunken. Im Auto saß Mary Jo Kopechne, eine Wahlkampfmitarbeiterin, 29 Jahre alt. Kennedy bog falsch ab. Das Auto fuhr über eine Brücke und fiel ins Wasser. Edward Kennedy erreichte das Ufer. Mary Jo Kopechne nicht. Was Kennedy in den folgenden 9 Stunden tat, bevor er die Polizei alarmierte, wurde nie vollständig aufgeklärt. Er sagte, er sei bewusstlos gewesen, er sei verwirrt gewesen, er habe nicht gewusst, was zu tun sei. 9 Stunden vergingen. Mary Jo Kopechne starb im Auto, in dem Wasser, auf Chappaquiddick. Edward Kennedy wurde nie wegen des Todes von Mary Jo Kopechne angeklagt. Verurteilt wurde er lediglich wegen des unerlaubten Verlassens der Unfallstelle. Politisch überlebte er. Präsident wurde er trotzdem nie. Das war die einzige Kandidatur, für die er je wirklich gebrannt hatte. 1980 versuchte er es gegen den amtierenden demokratischen Präsidenten Jimmy Carter. Er verlor. In seiner Niederlagerede sagte er einen Satz, den Amerika nicht vergaß. Er sagte, die Sache ist nicht zu Ende. Der Traum soll niemals sterben. Vielleicht meinte er genau beides. Was mit Joseph Kennedy in dieser Zeit passierte, verdient einen Moment der Stille. Er lebte weiter.
gefangen in seinem eigenen Körper. Er konnte weder sprechen noch gehen. Er hatte seinen ältesten Sohn verloren, Rosemary aus der Familie verschwinden lassen, John im Fernsehen sterben sehen und nun auch Robert überlebt. Und er lebte noch. Joseph Patrick Kennedy starb am 18. November 1969 in Johannesburg. Er war 81 Jahre alt. Es gibt keine aufgezeichneten letzten Worte. Er konnte nicht sprechen. Was Joseph Kennedy in seinen letzten Jahren dachte, werden wir nie erfahren. Vielleicht war das die einzige Niederlage seines Lebens, die sich nicht mehr kontrollieren ließ. Und während all das geschah, lebte noch immer jemand, den die Familie längst aus ihrer eigenen Geschichte verdrängt hatte. Rosemary. Rosemary Kennedy lebte in St. Coletta, Wisconsin. Dort lebte sie, als John Kennedy Präsident wurde, als Robert Kennedy erschossen wurde, als Chappaquiddick geschah und als weitere Mitglieder der Familie starben. Sie wusste von alledem nichts, oder vielleicht doch. In welchem Ausmaß sie noch Bewusstsein hatte, ist nicht überliefert. Was überliefert ist, ihre Schwester Eunice Kennedy Shriver, die viertälteste der Kennedy-Geschwister, die stille, die wenig Schlagzeilen machte, gründete 1968 die Special Olympics. Das war kein Zufall. Eunice Kennedy Shriver hatte ihre Schwester niemals vergessen. Die Special Olympics entstanden aus dieser Erfahrung. Aus dem Wunsch, Menschen sichtbar zu machen, die Familien und Gesellschaft zuvor lieber verborgen hatten. Das war die andere Geschichte der Kennedys. Nicht die Geschichte der Attentate, nicht die der Skandale und auch nicht die des angeblichen Flugs, sondern die Geschichte einer Schwester, die nie verschwunden war, nur aus dem Blick der Öffentlichkeit. Doch selbst danach war die Geschichte dieser Familie noch nicht zu Ende. Denn vom Kennedy-Imperium war längst mehr geblieben als nur ein Name. John F. Kennedy Jr. war längst mehr als der Sohn eines Präsidenten. Für viele Amerikaner verkörperte er die Hoffnung, dass die Geschichte seiner Familie vielleicht doch noch ein anderes Ende nehmen könnte. Er wurde Anwalt und gründete das Magazin George. Sein Charisma machte ihn schon bald selbst zu einer öffentlichen Ikone. Er liebte das Fliegen, doch Erfahrung bei schwierigen Nachtflügen hatte er nur wenig. Am 16. Juli 1999 startete John F. Kennedy Jr. am Flughafen Essex County in New Jersey. Mit ihm im Flugzeug waren seine Frau Carolyn Bessette Kennedy und deren Schwester Lauren. Es war Nacht, über dem Atlantik hing Dunst, Orientierung wurde schwierig. Wenig später verschwand das Flugzeug vom Radar. John F. Kennedy Jr. war 38 Jahre alt. Die New York Times schrieb, die Leute haben geweint. Auf den Straßen. Sie standen vor dem Haus, in dem er aufgewachsen war, und weinten. Amerika trauerte um einen Mann, der nie Präsident gewesen war, nie kandidiert hatte und für viele trotzdem bereits wie der nächste Kennedy im Weißen Haus wirkte. Amerika trauerte um das, was er hätte sein können. Das ist das Eigenartigste an der Kennedy-Legende. Sie beinhaltet Menschen, die gestorben sind, bevor sie wurden, wer sie vielleicht gewesen wären. Vielleicht liegt genau darin das eigentliche Vermächtnis der Kennedys. Nicht das, was sie erreicht haben, sondern das, was sie vielleicht noch hätten erreichen können. Das erklärt auch, warum der Name Kennedy bis heute mehr auslöst als viele andere Präsidentennamen. Andere Präsidenten verabschiedeten mehr Gesetze. Andere Familien hielten sich länger an der Macht. Andere Dynastien bauten größere wirtschaftliche Imperien auf. Und trotzdem genügt bis heute ein einziger Nachname, um Bilder hervorzurufen, die Generationen voneinander trennen und zugleich miteinander verbinden. Der kleine Junge, der vor dem Sarg seines Vaters salutiert. Der junge Präsident mit seiner Familie auf Cape Cod. Die schwarze Limousine in Dallas, die Lichter des Ambassador Hotels, das Flugzeug über dem Atlantik. Fast jeder Amerikaner kennt mindestens eines dieser Bilder. Viele kennen sie, ohne den historischen Zusammenhang erklären zu können. Die Kennedys wurden irgendwann mehr als eine politische Familie. Sie wurden zu einem Mythos und Mythen folgen anderen Regeln als Geschichte. Sie leben nicht von Vollständigkeit, sie leben von Symbolen. Vielleicht ist das der Grund, weshalb bis heute jede neue Generation versucht, die Geschichte dieser Familie noch einmal zu erzählen. Nicht, weil ständig neue Fakten auftauchen würden, sondern weil jede Zeit ihre eigenen Antworten in ihr sucht. Für die einen waren die Kennedys der Beweis, dass selbst Außenseiter aus dem katholischen Einwanderermilieu bis an die Spitze Amerikas gelangen konnten. Für andere waren sie der Beweis, dass Macht niemals ohne Preis entsteht. Und wieder andere sahen in ihnen vor allem das Bild einer Familie, die alles besaß, was Menschen gewöhnlich erstreben. Geld, Einfluss, Schönheit, Aufmerksamkeit und dennoch immer wieder an etwas scheiterte, das sich weder kaufen noch kontrollieren ließ. Darin lag wohl die größte Ironie dieser ganzen Geschichte. Jahrzehntelang glaubte Joseph Kennedy, dass sich Erfolg planen ließ. Man musste nur klüger rechnen als alle anderen, besser verhandeln, disziplinierter handeln. Doch ausgerechnet die wichtigsten Momente seines Lebens ließen sich nicht kontrollieren. Kein Vermögen brachte Joe Jr. zurück, kein Einfluss hielt die Kugeln von Dallas auf, keine Verbindung rettete Robert Kennedy im Ambassador Hotel
Und keine Entscheidung konnte verhindern, dass ausgerechnet Rosemary zu der Person wurde, die das Vermächtnis dieser Familie vielleicht stärker prägte als alle politischen Erfolge zusammen. Denn während Präsidenten kamen und gingen, blieb Rosemary nicht auf Wahlplakaten, nicht in den Schlagzeilen, sondern im Hintergrund einer Geschichte, die sich selbst jahrzehntelang lieber mit ihren Helden beschäftigte, als mit ihren Opfern. Vielleicht entzieht sich die Geschichte der Kennedys bis heute jeder einfachen Erklärung. Wer nur von Erfolg spricht, übersieht Rosemary. Wer nur von Tragödien spricht, übersieht alles, was diese Familie tatsächlich verändert hat. Und wer alles mit einem Fluch erklärt, braucht über Verantwortung nicht mehr nachzudenken. Jetzt interessiert mich eure Sicht auf die Geschichte. Glaubt ihr an den sogenannten Kennedy-Fluch oder war am Ende alles die Folge menschlicher Entscheidungen? Ich bin gespannt, wie ihr das seht. Die Wirklichkeit ist fast immer unbequemer. Sie besteht aus Entscheidungen, aus Ehrgeiz, aus Erwartungen, die von einer Generation an die nächste weitergegeben werden. Joseph Kennedy hinterließ seinen Kindern Geld, Einfluss und einen berühmten Namen. Was er ihnen nicht hinterlassen konnte, war etwas sehr viel Wertvolleres. Die Freiheit, einfach sie selbst zu sein. Mit jedem Erfolg wuchs die Erwartung. Mit jeder Erwartung stieg der Druck. Und mit jedem weiteren Kennedy, der geboren wurde, entstand beinahe automatisch die nächste Frage. Wer von ihnen wird der Nächste sein? Der nächste Senator, der nächste Minister, der nächste Präsident, der nächste Hoffnungsträger. Kaum eine andere Familie der Vereinigten Staaten musste über so viele Jahrzehnte gegen ein Bild anleben, das sie selbst erschaffen hatte. Vielleicht ist das der eigentliche Preis einer Dynastie. Irgendwann verliert jedes Familienmitglied das Recht, einfach nur ein normales Leben zu führen. Jede Entscheidung wird öffentlich, jeder Fehler wird historisch, jeder Verlust wird Teil einer Erzählung, die größer ist als die Menschen selbst. Und genau deshalb endet die Geschichte der Kennedys nicht mit den Namen der Toten. Sie endet auch nicht mit Joseph Kennedy, nicht mit Dallas, nicht mit Chappaquiddick, nicht mit dem Atlantik. Sie endet jedes Mal von Neuem, wenn eine Generation versucht zu verstehen, ob all das unvermeidlich war oder ob alles mit einer einzigen Entscheidung begann. Mit der Entscheidung eines Vaters, aus seiner Familie mehr machen zu wollen als nur eine Familie. Vielleicht war genau das sein größter Erfolg, vielleicht war es sein größter Fehler. Wahrscheinlich war es beides. Wenn euch solche Dokumentationen gefallen und ihr mehr Geschichten über die Menschen hinter den größten Dynastien, Unternehmen und Imperien sehen möchtet, dann abonniert den Kanal und lasst gerne ein Like da. Damit unterstützt ihr genau diese Art von Videos. Und der Kennedy-Fluch? Vielleicht war er nie übernatürlich. Vielleicht begann er in dem Moment, in dem Erfolg wichtiger wurde als Sicherheit. In dem Moment, in dem Vorsicht als Schwäche galt. Und ein Plan größer wurde als die Menschen, die ihn verwirklichen sollten. Die Historikerin Doris Kearns Goodwin, die Lyndon Johnson kannte und über die Kennedys geschrieben hat, sagte einmal, diese Familie hat nicht mehr Pech gehabt als andere. Sie hat nur mehr Glück gesucht, in Abenteuern, in Kandidaturen, in Flugzeugen, in Nächten, in denen man nicht fahren sollte. Das ist vielleicht unfair, es ist auch vielleicht wahr. Am Ende ist die Kennedy-Geschichte die Geschichte einer Idee, die Idee, dass eine Familie aus dem irischen East End von Boston, Catholic, Immigrant, ausgesperrt von den alten Türen, die mächtigste Familie Amerikas werden konnte. Die Idee hat funktioniert. Und sie hat einen Preis gehabt, den Joseph Kennedy vielleicht vorhergesehen hatte und für den er bereit gewesen war zu zahlen. Mit Geld, mit Schuldgefühlen, mit Rosemary, mit den Söhnen, die er schickte. In einem weißen Haus in Hyannisport, mit Blick auf den Atlantik, steht immer noch ein Stuhl, in dem Joseph Kennedy saß. Er konnte nicht sprechen. Er hatte nichts mehr zu sagen. Vor ihm lag derselbe Atlantik, der dieser Familie so viel gegeben und so viel genommen hatte. Vielleicht wartet dort bis heute nicht die Antwort auf den Kennedy-Fluch, sondern auf die viel unbequemere Frage, ob all das wirklich Schicksal war oder die Folge einer einzigen Entscheidung.